Bewölkt, aber trocken zeigt sich das Wetter beim Finale der M1 Rallye Masters 2018. 6 Teams sind bei der Herbstrallye in Dobersberg am Start. Favorit Reini Sampel startet wie erwartet am schnellsten, verliert aber die Führung bereits auf der dritten Prüfung und fällt weit zurück. Uns hat es einen Reifen gezogen in der dritten Prüfung am Schotter und dann sind wir noch mit dem Platten weitergefahren, wir wollten es fertig fahren, dann hat es aber leider nachher verdreht auf der Felge, jetzt haben wir das Radl auf der Prüfung wechseln müssen und da relativ viel Zeit verloren. Aber ja, besser mechanischer Schaden als wie früher die technischen Schaden. Das Technische, wie es ausschaut, haben wir jetzt im Griff. Die Spitze des Mainz-Feldes übernimmt damit Harald Ruiner im Nissan Z350. Die erste Prüfung war schon wirklich gut. Schnelle Prüfungen, was mir sehr entgegenkommt, dann liegt auch mein Auto. Das liegt uns, das liegt dem Auto, das liegt mir besonders auch. Ja. Und ja, wenn man Spaß hat, dann ist es am bleibendsten in Wirklichkeit. Ja. Mir kommt immer so vor, dass wir das Team sind, das was am wenigsten Geld braucht. Ja. Und ich mache wirklich nichts beim Auto. Wir dann im Service gerade einmal Reifen wechseln, was notwendig ist, und Scheiben putzen. Und wenn wir jetzt nach Hause kommen, wird das Auto kontrolliert. Wenn irgendwas kaputt sein sollte, ausgetauscht. Aber das ist in den letzten 2 Jahren nicht passiert. Somit ist das sehr gering, die Kosten. Mit einer ebenso motivierten Fahrt folgt auf Platz 2 Racing Rookie Patrick Knoll. Ich hoffe, dass ich nicht übermotiviert bin, was damals ein paar Mal schon so einen Anschein gehabt hat, aber noch gut ausgegangen ist, dass wir vielleicht wieder ein bisschen langsamer werden und einfach aufs Zuschauen. Nach einigen Rallyes im Gruppe M Clio startet Kurt Huber zum Saisonabschluss noch einmal im Audi S3 und schafft mit Platz 3 auch ein M1-Podium. Christian Pirz sitzt zum Saisonabschluss ebenso in einem ungewohnten Auto. Mein DS3 ist leider nicht funktionstüchtig fertig geworden, sage ich jetzt einmal. Jetzt haben wir das Glück, dass wir 2 Autos daheim stehen haben. Der Andi war so nett und hat mir sein Klicken. 370 PS auf der Hinterachse, Reiselimousine, 5 Meter und ein bisschen was lang. Aber ist eigentlich ganz lustig zum Fahren. Ihre erst zweite Rallye fahren Horst und Mario Fasching im Punto Abarth. Im Prinzip ist ein Punto Abarth Evo, ja, mit einem SS-Kit, also Leistung 180, 190 oder was wir da haben. Wir sind quasi mit dem Auto aufgewachsen und du hast es ja schon früher gefahren, privat, und jetzt haben wir uns halt voriges Jahr entschlossen, dass wir jetzt die Klasse M1 fahren, haben wir im Winter umgebaut und funktioniert wunderbar. Natürlich machen wir als Newcomer Fehler, aber die Leute sind genial. Da stehen ältere Damen am Feld draußen mit dem Handy und winken dazu. Das ist echt ein super Publikum, super organisiert als das Wetter. Für Reini Sampel bleibt nach 10 Minuten Zeitverlust nur Platz 6. Auch eine motivierte Linienwahl am Nachmittag reicht nicht, um weiter nach vorzukommen. Somit feiert Harald Ruiner zum ersten Mal einen M1-Sieg, der natürlich für 2019 motiviert. Du bist ja eigentlich schon der Gewinner der M1 Rallye Masters. Wie sagst du, wird denn das weitergehen nächstes Jahr mit den Masters für euch? Also für uns selber als Piloten nicht mehr, also wir sind ja aufgestiegen in die ORM, aber die Serie selbst geht weiter, also wir haben jetzt demnächst ein Arbeitsgruppentreffen, wo wir die Details planen werden, und ja, es gibt schon einige neue Interessenten, also wir rechnen wieder mit, sage jetzt einmal, gesteigerten Zuspruch.